Herzlich willkommen in unserem Ausstellungsraum. Hier werden in regelmäßigen Abständen Ausstellungen unserer historischen und besonderen Bestände gezeigt. Dieses Video gibt einen Einblick in die Ausstellung Wat Klage kommt vor Richte, ein sprachhistorischer Einblick ins Bremer Recht. Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1660 zurückreicht. Neben einer umfangreichen landeskundlichen Sammlung sind auch zahlreiche Handschriften des Bremer Stadtrechts seit dem 14. Jahrhundert überliefert. 2024 und 2025 beschäftigten sich 30 Studierende der Germanistik der Universität Bremen im Rahmen eines Studienprojektes mit den überlieferten Stadtrechtshandschriften. Bestandteil des Projektes waren die Transkription und die sprachwissenschaftliche Untersuchung der Handschriften. Insgesamt wurden 3 Handschriften mittels eines Transkriptionstools digitalisiert und stehen nun in den digitalen Sammlungen der SUWB für alle Interessierten und Forschenden zur Verfügung. Der Link ist in der Beschreibung zu finden. Das Bremer Stadtrecht wurde erstmals im Jahr 1303 niedergeschrieben und daraufhin im späten Mittelalter zweimal überarbeitet. Nach politischen Unruhen erfolgte 1428 die erste grundlegende und auch thematische Umgestaltung sowie Umstrukturierung. Bereits 1433 wurde wieder zur Ursprungsfassung zurückgekehrt, allerdings mit einigen Ergänzungen. Ermöglicht wurde die Ausstellung durch die Unterstützung des Staatsarchivs Bremen. Gezeigt wird die Originalhandschrift des Bremer Stadtrechts aus den Jahren 1303 bis 1308, zusammen mit den späteren Abschriften und Überarbeitungen aus den Jahren 1428 und 1433. Auch das Schädebuch und die kundige Rolle von 1489, die erst seit wenigen Jahren wieder in Bremen ist, gehören dazu. So zeigt die Ausstellung, wie sich das Bremer Recht im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Im Jahr 1303 beschloss der Bremer Rat, das bis dahin nur mündlich überlieferte Recht aufzuschreiben. 5 Jahre später, also 1308, wurde das Bremer Stadtrecht fertiggestellt. Das Original und einige seiner Abschriften sind in dieser Ausstellung zu sehen. Im Bremer Stadtrecht stehen die Rechte und Pflichten der Bürgerinnen und Bürger sowie Regeln für das Zusammenleben in der Stadt. Einige dieser Regelungen wurden für die Ausstellung abgeschrieben und ins heutige Hochdeutsch übersetzt. Im Bremer Stadtrecht wird zwischen Statuten und Ordelen unterschieden. Statuten sind feste Rechtsvorschriften und Ordelen sind konkrete Rechtsentscheidungen. In dieser Handschrift blieben bewusst Lücken frei, so konnte das Gesetzbuch später ergänzt werden. Das Recht im norddeutschen Raum kann sich sehr ähnlich sein. Auch im Bremer Stadtrecht finden sich Teile aus anderen Rechtsbüchern, zum Beispiel aus dem Hamburger Ordelbuch und damit auch aus dem berühmten Sachsenspiegel. Das Bremer Stadtrecht selbst wurde zum Vorbild für andere Städte, etwa für Delmenhorst, Oldenburg und Verden. Mittelalterliche Rechtshandschriften hatten oft verschiedene Zwecke. Manche sollten die Macht und die Bedeutung des Rates zeigen. Das kann an kostbaren Verzierungen und einer aufwendigen Gestaltung erkannt werden. Ein Beispiel dafür ist die prachtvolle Abschrift der Statuten von 1433, die im Jahr 1526 entstand. Diese Rechtshandschriften waren nicht für den täglichen Gebrauch gedacht, daher gab es die sogenannten Gebrauchshandschriften. Diese sind weniger prachtvoll gestaltet und deutlich handlicher. Viele Notizen und Ergänzungen einzelner Personen zeigen, dass Gebrauchshandschriften oft benutzt wurden. Das Bremer Schädebuch enthält fast 800 Schiedssprüche des Bremer Rats aus den Jahren 1433 bis 1603. Darin stehen Entscheidungen zu Streitfällen zwischen Bürgerinnen und Bürgern. Auch sogenannte peinliche Urteile sind enthalten, also Strafen für schwere Verbrechen wie Mord, Raub oder Zauberei. Damals bedeutete peinlich die körperliche Strafe, zum Beispiel Hand abschlagen, blenden oder verbrennen. Die kundige Rolle von 1489 ist das bekannteste Bremer Rechtsdokument. Sie wurde auf Pergament geschrieben, ist 6,93 Meter lang und 15 Zentimeter breit. Die kundige Rolle ist eine Leihgabe des Staatsarchivs Bremen. Sie enthält 225 Artikel mit Vorschriften zu Bürgerrechten, Bauen und Verkehr, Handel und Marktleben sowie Moral und öffentlicher Ordnung. Diese Vorschriften wurden jedes Jahr am 3. Sonntag vor Ostern vor dem Bremer Rathaus öffentlich vorgelesen, bei der sogenannten Bursbrake. In der kundigen Rolle finden sich viele alltägliche Vorschriften, zum Beispiel zur Einfuhr von Hamburger Bier, zur Sauberkeit der Straßen oder zum Handel mit Fisch. Solche Regelungen bestehen in veränderter Form auch heute noch. Das Bremer Stadtrecht ist im Mittelniederdeutsch geschrieben, einer Vorstufe des heutigen Plattdeutsch. Deshalb ist das hier zu sehende Stadtrecht für uns oft schwer zu lesen und zu verstehen. Niederdeutschkenntnisse können zwar helfen, reichen aber nicht immer aus. Früher gab es noch keine einheitliche Rechtschreibung und die Schreiberinnen und Schreiber hatten ihre eigenen Gewohnheiten. Deshalb sehen selbst gleichlautende Wörter oft unterschiedlich aus. Typisch für das Mittelniederdeutsche ist auch die doppelte Verneinung. Die Negationswörter ne oder n
können dabei mit anderen Wörtern verschmelzen und sind so kaum noch als solche erkennbar. Besonders bei Ausnahmeregelungen musste bei der Formulierung stark aufgepasst werden, damit nichts übersehen wurde. Wenn wir heute gezielt etwas nachschlagen möchten, geben wir einen Suchbegriff im Internet ein oder schlagen in einem Buch das Inhaltsverzeichnis oder Register auf. Die Bremer Stadtrechtshandschriften entstanden in einer Zeit, in der erste Systematiken in deutschen Rechtsquellen entwickelt wurden. Im 14. Jahrhundert wurden Gliederungspunkte und Register entwickelt, die damals als revolutionär galten, heute aber völlig normal sind. So konnte effizienter in den vielseitigen Texten gesucht und nachgeschlagen werden. Die Studierenden haben in Projektseminaren diese sprachlichen und gestalterischen Besonderheiten untersucht und herausgearbeitet. Sie haben die Ratsherren bei ihrer Arbeit begleitet und nachvollzogen, wie das Bremer Recht aufgezeichnet und verändert wurde. Dabei sind sie tief ins 14. bis 16. Jahrhundert eingetaucht und haben das Bremer Recht kennengelernt. Gleichzeitig wurde dadurch eine Lücke für die Wissenschaft geschlossen. Die Abschriften des Bremer Stadtrechts wurden in den digitalen Sammlungen der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen aufbereitet und stehen nun Forschenden zur Verfügung. Aber auch alle anderen Interessierten können die Transkription auf der Webseite der SUB Bremen einsehen und die Entwicklung des Bremer Rechts nachvollziehen. Dies war nur ein kurzer Einblick in unsere Ausstellung. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Wir freuen uns, wenn wir Sie bei einer der nächsten Ausstellungen begrüßen dürfen.